Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in diesem Monat zeigen wir dir beim Demo-Doppel Ideen zur Reihe Magischer Winter von Stampin' Up! Bei mir gibt es heute eine fast runde Tasche, die sich bestens eignet, um Tee, Kakao oder andere Kleinigkeiten zu verpacken. Am Ende meines Videos verlinke ich dir die Idee von Angela von der Stempelfamilie und in der Beschreibung unter dem Video findest du einen Link zu allen Demo-Doppel-Videos. Diese Verpackung habe ich als Kürbistasche bei der amerikanischen Demonstratorin Debbie Henderson gesehen und habe nur einfach mir die Maße von Inch auf schöne Zentimetermaße geändert, damit ich da besser nachbasteln kann. Den Link zu ihrem Video findest du hier. Und dann fangen wir doch auch mal direkt an. Also ich finde diese Reihe Magischer Winter finde ich total schön. Das erinnert mich so an meine Kindheit, wo wir noch richtig schön viel Schnee im Winter hatten. Das ist einfach so ein Tee-Kakao-Gefühl bei mir. Das ist wirklich schöne Reihe. Es sind halt nicht die klassischen Rot, Grün, Goldfarben zu Weihnachten. Es ist Winter, magischer Winter. Ja, das legen wir erstmal beiseite. Für die Tasche brauchst du die Büttenrandstanzen in Kreisform, und zwar den drittgrößten Kreis, zweimal in Farbkarton und den viertgrößten Kreis in Designerpapier. Dazu dann noch ein Stück Farbkarton in 14 x 6,5 cm und ein bisschen Band. Das ist jetzt hier 9 Inch. Guck mal. Also so, dass man das Gefühl hat, dass es hier gut nicht zu lang ist. Und ein bisschen was zur Verzierung. Das Stück Farbkarton wird gefalzt an der lange Seite, jeweils bei 7 cm links und rechts und an der kurzen Seite bei 2,5. Das ist die Innentasche. So, das schneide ich mir dann hier unten ein. Auf beiden Seiten, dass dieses kleine Stück beweglich ist. Und ich mache es noch so, dass ich nach innen ganz leichte Flügelchen schneide. Die müssen nicht sein. Ich finde es schöner vom Kleben. Aber auch wirklich nur nach innen, nicht in beide Richtungen diesmal. Die Schräge. Nee. So, dann kleben wir die auch einmal schon zusammen. Einmal alle Falzlinien falzen. Die geht wirklich wunderbar schnell, diese Tasche. Und einfach ein schönes Mitbringsel, finde ich, so, wenn man mal irgendwo eingeladen ist, wenn man Tee oder Kakao verschenken möchte. Das passt da ganz toll rein, zeige ich nachher nochmal. So, man könnte jetzt diese beiden Teile zusammenkleben und das außen oder innen. Dann sieht man es aber, kann man machen, mich persönlich stört es ein bisschen. Deshalb klebe ich eine lange Seite nach vorne, dann das kurze Stück und darüber die andere Seite, dann ist das weg. Aber es ist ordentlich geschlossen. So, was habe ich gesagt? Na, komm schon. Das heißt, ich trage hier und hier meinen Flüssigkleber auf, damit ich das ordentlich verschieben kann. Und setze das dann hier schön gerade an. Ordentlich festdrücken. Auf der anderen Seite genauso. Man kann natürlich auch das, was ich hier weggeschnitten habe, stehen lassen, damit man noch sauberer arbeitet, aber ich mag es nicht, wenn es dann doch übersteht. Deshalb schneide ich das immer ein bisschen ein. So. Und dann noch die beiden anderen Seiten.
Also ich sage mal, das Schwierigste daran ist, sich zu entscheiden, was für eine Verzierung man nimmt hier. Das andere ist wirklich super schnell gemacht. So, festdrücken. Andere Seite auch. Dann hat man hier außen und innen wirklich schönen Abschluss. Was ich jetzt mal noch mal mache, ich stelle es mir hin. Drücke doch mal mit dem Falzbein ordentlich nach, damit der Kleber auch gut anzieht. So, das ist hier die Innentasche. Ich habe die hier ein bisschen größer gestaltet, kann man machen, muss man die Maße ein bisschen umrechnen. Aber letztlich fand ich das in schmal doch eigentlich schöner. Passt irgendwie ein bisschen besser, wenn ich da auch nur so ein bisschen Tee reinsetze. Ja. So, dann nehme ich hier meinen Farbkartonkreis. Wie gesagt, das ist der drittgrößte. Und lege hier meinen Karton an und gucke, wo er hier unten sozusagen auf Ecke stößt. Das ist nämlich das Maß, wo wir ihn haben wollen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was abschneiden. Und dafür nehme ich einen Bleistift, halte das hier ordentlich fest, gehe da hier mit den Fingern rein, ziehe mir hier einmal eine Bleistiftlinie und weiß, wo ich es dann später abschneiden muss. So, bevor ich das mache, bevor ich das zu oft schneide, setze ich schon mal mein Designerpapier drauf. So. Ich habe festgestellt, ich arbeite in letzter Zeit erstaunlich viel mit Flüssigkleber. Ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber bei den Projekten in letzter Zeit klappt das ganz gut. So, ich sag mal die Linie nicht so wie ich als erstes aufmalen, sondern später. Bei diesem Muster muss ich das nämlich wirklich gerade hinkriegen. Bei dem Muster hier war das völlig egal. Aber hier, die Tannen sollten nicht auf dem Kopf stehen. Das überprüfe ich gleich nochmal, ob meine Linie da in Ordnung ist. Sonst male ich sie nochmal nach. So. Man sieht, rundherum den gleichen Abstand lassen. Das ist ein schönes Papier, also wirklich ganz, ganz toll, das Designerpapier. So, da ist meine Linie. Dann drehe ich mir das jetzt einmal um und habe das ganz gut geklebt. So lasse ich es. Nehme mein Falz- und Schneidebrett und schaue, dass hier, ja, man sieht das hier nicht so gut, aber ich schaue, dass diese Linie hier in dieser Furche drin ist. Da, wo das Schneideding lang geht. So. Schaue ich, dass ich mir das sauber ausrichte. Passt da, passt da. Gucke hier nochmal, dass ich hier wirklich die Linie drin sehe. Und gehe da einmal drüber. Dann brauche ich es nämlich nur einmal schneiden. Das zweite möchten wir jetzt ja genauso haben. Das heißt, ja, ich lege mir das auch sauber da drauf, wegen dem Muster diesmal. So, gerade drüber geschoben. Drehe mir das einmal um. Mache mir hier auch die Bleistiftlinie. Und schneide das genauso ab. Gucken, dass die Bleistiftlinie ordentlich liegt. Sieht gut aus. Ja, und meine Tannen sind gerade. Sehr schön. Dann geht es auch schon ans Zusammenkleben. Dafür die Schachtel nehmen. Ich nehme tatsächlich auch lieber Flüssigkleber als doppelseitiges Klebeband, weil es mir manchmal nicht so gut gelingt, das auf Anhieb hier unten gerade an die Kante zu setzen. Ich setze das hier unten. Ich versuche das mal zu zeigen. Wirklich direkt auf die Kante. Bei mir sind hier mal so links und rechts noch ein paar Millimeter Luft. Halt hier unten so ein bisschen gegen. Drücke erstmal nur im vorderen Bereich und arbeite mich dann langsam nach hinten weiter. Ich hatte das bei meinem ersten Versuch, da habe ich das nämlich zu schnell bewegt, zu schnell geschoben, dann hat sich nochmal der ganze Karton verschoben und hing mir auf einmal hier unten drüber. Das wollte ich ja nicht.
So, und die zweite Seite. Ja. Drehe ich um und schaue, dass diese Kante mit dieser Kante übereinstimmt. Schaue, dass mein Abstand links und rechts ist und wirklich erstmal ganz vorsichtig hinlegen hier, ganz sacht drehen und wieder erstmal vielleicht hier unten so ein bisschen gegenhalten, damit es nicht verschiebt. Schön mit dem Falzbein rein und das Ganze festdrücken. So, das ist schon die Tasche. Dann kommt jetzt das Band und da kommt jetzt etwas, was ich normalerweise echt nicht mache. Ich nutze einen Tacker. Normalerweise klebe ich meine Sachen lieber fest, aber hier ist es wirklich einfach praktischer, das fest zu tackern. Also ich mache das Band relativ tief rein und möchte, dass hier kann man es sehen, dass die Tackernadel quasi das gerade hinten ist oder außen sozusagen, nicht hinten, sondern außen und nicht die beiden kleinen. Das geht eher unter. Wenn man das nicht mag, verziert man das einfach auch mit. So, das heißt, ich muss hier so ein bisschen über Kopf mit meinem Tacker arbeiten. So ein bisschen kompliziert, aber vielleicht auch nur für mich. Da ist das erste festgetackert. Und auf der zweiten Seite genauso. Gucken, dass das Band schön gerade übereinander ist und nicht irgendwie so am Ende hängt. Nur. So, ich gucke, dass das wirklich schön da drüber ist. Tacker lassen. Und da sieht man halt nicht, wenn man das als Rückseite nimmt. Nicht auffällig, sage ich mal. So. Und dann geht es auch schon an die Verzierung. Und zwar möchte ich einmal zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Das ist zweifarbig. Und das geht ziemlich gut. Ich habe hier von dem Stempelset mir dies mit dem Bären genommen. Und normal würden wir ja nur mit einer Farbe stempeln. Man könnte das ja so abkleben und dann nur das eine oder das andere. Oder man nimmt einfach die Stamp and Write Stifte und malt damit das entsprechende an, was man machen möchte. Das geht nur bei den roten Gummistempeln. Also bei den anderen ist es ziemlich schwierig, da haftet das einfach nicht so gut drauf. Aber diese kann man wirklich ganz toll nutzen, um das zweifarbig zu gestalten. Ich zeige das jetzt einmal hier an meiner Unterlage. Jetzt mir das rote gemacht. So habe ich nur die Beeren. So, das male ich jetzt nochmal. Dafür habe ich Malve genommen und Tannengrün. Das hier ist Abendblau. Das sind alles Farben, die im Designerpapier vorkommen. Das passt sehr schön immer zusammen, wenn man das so farblich aneinander anpasst. Das ist einfach so schön harmonisch, finde ich. Ich mache das wirklich gerne, wenn das zusammenpasst. So, und das hier wirklich einfach einmal mit dem Stift koloriert. So sieht man, das ist jetzt zweifarbig. Wenn man zu lange koloriert hat, habe ich bei Shelly oder bei Sarah von Stampin' Up gesehen. Die haucht da einfach einmal drüber, dann wird es wohl wieder ein bisschen feucht. Und man kann das hier stempeln. Da. Und man hat einen ganz tollen zweifarbigen Stempelabdruck und muss nicht irgendwie von Hand was kolorieren oder versuchen, das freihand zu zeichnen. Richtig schön. Das wollte ich unbedingt einmal zeigen. Dann kann man das noch ausstanzen. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, hier vorbereitet. Also ich habe hier Tannengrün, Faunengrün und wie gesagt hier nochmal Malve. Und dann klebe ich jetzt die Elemente so auf, dass hier meine Tackernadel verschwindet. Dafür nehme ich einen Kleberoller, mache hier nur den unteren Teil, der auch wirklich hier drauf klebt mit Kleber. Wir wollen ja nicht, dass das hier oben dann die ganze Zeit klebt. Das heißt, ich lege es mir einmal an, gucke, wo ich es haben möchte und halte es dann an dieser Stelle, wo es aufhört, Kleber zu bekommen, einmal fest und weiß dann, darunter
Kleber drauf. Genau so klebe ich es dann auch fest. So. Die kommt noch vorne vor. Das ist relativ viel. Also nur die oberste Blüte einmal weg. Ne, Kleber. Wenn hier irgendwas übersteht, einfach mit den Fingern streichen. Das verschwindet dann. So. Das sieht jetzt ja noch ein bisschen nixig aus. Deshalb habe ich hier den Spruch Stiller Zauber nochmal passend in Abendblau gestempelt. Auf einem der Kreise. Und einen der anderen Kreise einfach eine Nummer größer genommen als Unterlage, damit das hier so ein bisschen schöner ist, weil so, das geht einfach unter. Die beiden Kreise klebe ich einmal schnell zusammen. Schön am Kreis, da gibt es kein oben und unten. Und dann setze ich das Ganze mit den Dimensionals einmal da drauf. So ordentlich festdrücken, damit die auch gut halten. Und dann setze ich das nicht mittig, sondern hier oben so ein bisschen, damit hier die untere Kante von den Blüten verschwindet. So. Ah, sehr schön, das gefällt mir gut. So. Und dann möchte ich noch, dass das so ein bisschen dreidimensional wird wie hier. Deshalb klebe ich auf dem hinteren Element auch noch mal ein bisschen was auf, und zwar innen, weil so rum wäre blöd und so rum finde ich es auch nicht so schön, sondern setze es nach innen. Dann verschwindet da auch die Tackernadel. Zwar genauso wie vorhin. So, jetzt sieht man das hier. Sieht man es? Schimmert da so ein bisschen. Das wirklich einfach nur so mit dem Finger nach hinten. Und dann setze ich das. Das möchte ich diesmal auf dieser Seite haben. Und gucke, dass ich hier meine Tackernadel erwische. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber da habe ich sie erwischt. 1. Und da ich die Blüten noch über habe, setze ich die auch noch mit ein. So, die gucken dann hier hinten so raus. So, ja, das war es dann auch schon. Hier sind meine 3 Beispiele. Da habe ich alle 3 Sprüche verwendet. Finde ich, passen ganz toll auch zu dem Designerpapier. Gartengrün, Abendblau, Faungrün. Alles verwendet. Und dann kann ich einmal zeigen. Hier habe ich ein bisschen Tee. Na, 2 Beutel Tee. 2 Beutel Honigsticks. Passt super rein. Ist ein wirklich schönes Geschenk, kann man verschenken. Oder sich selbst hinstellen, wie man möchte. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und du bastelst das nach. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Freue ich mich immer, wenn ich weiß, dass die Sachen schön sind, die ich mache und dass die gerne gesehen werden. Schau dir auf alle Fälle auch Angelas Video an. Habe ich am Ende verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.